Der Wolf, Modelljahr 2023. Wir sind in Hamburg-Lockstedt, 15. Mai. Richtig schönes Wetter, wenn ich hier rausschaue. Sag mal, kommt man hier eigentlich noch zum Arbeiten, wenn man in einem solchen Umfeld sein Unternehmen hat? Ja, ist schon nett hier, das muss man wirklich sagen. Also echte Ruhezone, das ist ja quasi die Rückseite. Vorne haben wir ja schon gesehen. Und ja, es ist Wohngebiet hier hinter. Also hier darf man auch keinen Lärm machen. Die Fenster müssen geschlossen sein, wenn du Maschinen anschmeißt und so. Ja, ist sehr nett. Gut, hast du ja nicht, deswegen haben wir das mal aufgemacht. Ich zeige es mal gerade. Wir sind tatsächlich in einem kleinen, aber feinen Showroom, der sogar total Understatement ist, also kein Bling-Bling. Die Kosten halten sich einigermaßen im Griff. Hier sind normalerweise Handwerker drin, oder? Ja, das ist alles so ein Handwerkerhof. Sehr groß, also das Gebäude ist, glaube ich, über 200 Meter lang. Es sind irgendwie 80 Firmen, glaube ich. Viele Stockwerke auch, ne? Ja, 4 Stockwerke, Tiefgarage. Also sehr, sehr schön, also vor allem sehr zentral. Also man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, also was auch oft genutzt wird. Und ansonsten kann man vor der Tür parken hier, also auch keine Parkplatzprobleme. Das ist schon schön. Ja, der Wolf ist der einzige Offroad-Anhänger mit integrierter Stufe. Die kann man einfach runterklappen. Du brauchst also keine Raimo-Plastikstufe mehr mitnehmen. Das ist Material Alu? Ja, nein, also der Korpus ist tatsächlich beim Wolf aus Stahl. Aus verzinktem Stahl. Also wenn du die Steifigkeit der Karosse in Alu haben willst, musst du auch das Alu dicker wählen. Das heißt, du kommst am Ende auf nahezu das gleiche Gewicht. Also Stahl ist schon deutlich härter. Ja. Also wenn du hier mal versuchst, irgendwie... Da ist nichts, oder? Nee. Also dann siehst du auch, das Ganze ist aus dem Vollen gebaut. Kann man den im Winter, weil ich weiß, Dieselheizungen, die machen richtig Dampf, die da sind. Und oft hast du das Problem, dass du die überheizt. Deswegen sollen die gar nicht so sehr ultra gedämmt sein, weil selbst bei minus 10 Grad machst du die Heizung an. Dann hast du oft das Problem, musst du schon wieder ausmachen, weil zu viel. Klappt das gut in der Praxis? Naja, die Sache ist immer, du hast natürlich durch diese Bauweise immer Kältebrücken. Das lässt sich einfach nicht verhindern. Ne? Also wenn du stark heizen musst und draußen kalt, also die Temperaturunterschiede groß sind, vielleicht auch noch hohe Luftfeuchtigkeit hast, das ist so. Ne? Also diese Fahrzeuge, egal ob die nun aus Alu oder Metall sind, haben diese Nachteile, sag ich mal, in kälteren Jahreszeiten. Wobei du natürlich gerade bei dem Wolf mit dem Aufstelldach ist das jetzt nicht das typische Fahrzeug, was jemand wählen würde, der jetzt Ganzjahreszeiten... Also sagen wir doch mal, das hier ist ein Fahrzeug für Frühjahr bis Herbst oder Spanien zum Beispiel ganzjährig wäre kein Problem, südlichen Spanien, wenn du unterwegs bist. Aber in Deutschland jetzt zum Beispiel sprechen wir nicht über Kältebrücken, sondern da bist du froh, dass du abends, nachts das Fenster aufmachst. Ja, deswegen. Ne? Also man muss immer abwägen, was man mit dem Fahrzeug machen will. Und dann findet man bei uns das Richtige. Man wird auch da völlig frei von Marken beraten. Hier hast du natürlich auch, dass wenn du Stehhöhe haben willst, musst du das Dach aufmachen und dann ist es mit der Dämmung, die der jetzt auch hat, natürlich vorbei. Du kannst natürlich da nur die Heizung einfach laufen lassen. Der hat eine Dusche. Der hat eine Innen- und Außendusche, hat Platz für eine Toilette, da kannst du reinstellen, was du möchtest, ob jetzt Chemie oder Trockentrennen, das bleibt dir überlassen. Also viele haben ja gesagt, kaufe ich nicht, hat keine Toilette, hat keine Dusche. Ja. Viele erwarten das. Du hast viele Teardrop-Anhänger, die haben nur eine Außendusche, eine Toilette kann man reinstellen, aber hier ist alles drin. Das heißt, hier könnte ich auch mit kleinen Kindern verreisen, hinten das Heck. Crossover steht drauf, das heißt so ein bisschen SUV-Charakter? Ja, also es ist jetzt kein Hardcore-Offroader, wobei, wenn man vom Hersteller mal die Bilder sieht, die fahren damit wirklich extrem Offroad, was hier jetzt, glaube ich, in dem Sinne nicht so verbreitet ist. Was hier einfach schön ist, ist diese Interaktion zwischen drin und draußen. Ne? Du hast diese breite Küche auch in einer perfekten Arbeitsflächenhöhe. Du kannst sie wirklich von stell ich mal gerade daneben, dass man es mal sieht. Drin und draußen wirklich nutzen. Du kannst dich unterhalten, du hast wirklich Platz. Du kannst hier noch Tische einhängen, die mit Stützfüßen abgestützt werden. Du hast natürlich auch die 270-Grad-Markise, also du kannst dich auch wirklich bei schlechterem Wetter einfach draußen aufhalten.
Du kannst vom Eingang geschützt bis hier hinten herlaufen. Ne? Das ist gar kein Problem. Tolle Tischkonstruktion, die kannst du einfach mit rausnehmen. Das ist ein Vorteil. Und da wird das Bett auch drauf gebaut, oder? Nein, die Tischplatte, die könnte man rein theoretisch, also mit dem Fuß natürlich vor die Tür stellen. Deswegen ist da oben auch eine Matratze drauf. Da kann man ein Kinderbett nochmal bauen. Das schließt sich quasi ans Elternbett unmittelbar an. Also ich kann das Auto auch im geschlossenen Dach verwenden, komplett mit Bett. Ja, absolut. Ja. Also das Hauptbett ist hier unten. Kinderbett kann man zusätzlich nochmal oben haben. Also das nenne ich mal eher Babybett als Kinderbett, obwohl die Fläche gar nicht so klein ist. Das eigentliche Bett wird gebaut, indem man hier auf die Aufkantung ein Lattenrost ausrollt und dann einfach nur die Polster zusammenschiebt. Und geht schnell? halt dann. Ich weiß, was jetzt kommt. Nee, hier, noch nicht, gleich, Patrick. Also Lattenrost ist hier unter. Dann nimmt man den Tisch weg, den kann man auch während der Fahrt im Bad verstauen. Und dann kann man da ganz schnell sich das große Bett bauen. Das ist echt groß. Es ist 1,95 lang und 1,80 breit. Das ist der Kühlschrank? Ja, genau. So. Das ist Kompressorkühlschrank. Hier kann man übrigens, was mir schon direkt aufgefallen ist, Eisfach mit drin. Hier kannst du deine scharfen Messer und so weiter festmachen, genau. Magnet. Ja. Dann hier, was ist hier drunter, das Schwarze? Da ist einfach Stauraum, genau. Okay, kannst du also Alles noch was reinmachen? Gedämmt. Und hier, was wird hier eingehangen? Da kommen so Tische rein. Tische? Kann man 1, 2 Tische anbauen, dass man einfach ein bisschen mehr Arbeitsfläche, Ablagefläche noch hat. Sind dabei, die Tische? Also ein einfacher, den kann ich ehrlicherweise nicht empfehlen, weil das ist einfach zu instabil und es gibt einen optionalen, der hat noch eine extra Stütze, aber muss ich eben auch immer mitnehmen und irgendwo verstauen. Ne? So, Licht ist mit drin, das Ganze, du bist regengeschützt hier drin. Die guten Berhimi-Fenster sind eingebaut, sieht man uns immer öfter. Und, ich finde die super. Die sind super. Mit den schwarzen Rahmen, was viele ja nicht bieten. Ich mag dieses Weiß ja gar nicht. Es sei denn, der Innenraum ist wirklich weiß. Ich finde die super. Die sind von der Bedienung her klasse, die kann ich stufenlos verstellen. Also wie die Salzfenster, die teuren. Ja. Also hier siehst du auch innen, alles ist hier genietet für die Ewigkeit. Und die Behandlung Rost, denkst du, das wird ein Thema werden bei dem? Also so wie du Lackbeschädigung hast und die Verzinkung betroffen ist. Ist der verzinkt? Ja, das ist verzinkt. Das verzinkt, also so schnell selbst, also das muss schon sehr tief sein. Genau, das muss schon sehr tief sein. Da muss man aktiv werden, aber das ist wie bei anderen Dingen, die aus dem Material gebaut sind. Hat alles Vor- und Nachteile. Ist verzinkt? Ja. Okay. So, Crossover, hier sieht man es. Das ist da drauf. Da hattest du sehr stark deine Handschrift drin. Also ich glaube, wenn du da dich nicht eingemischt hättest, wird er nicht so aussehen, wie er jetzt aussieht. Die haben vieles speziell für Deutschland modifiziert. Also viele Sachen hätte der Deutsche so nicht akzeptiert. Da bist du drin. Und jetzt, wie er hier steht, sagst du, ist er eigentlich ein richtig tolles Fahrzeug. Ja, also mittlerweile funktioniert das alles so, wie wir uns das vorstellen. Gibt immer ein paar Kleinigkeiten, die dann im Laufe der Zeit auffallen. Wir geben das weiter und Wolf ist zum Glück eine Firma, also einer der wenigen, muss ich leider sagen, die auch tatsächlich auf Händler hören und die Sachen dann tatsächlich auch umsetzen. Das macht echt Spaß. Die Gasflasche, wo ist die? Das ist alles vorne. Da haben wir einen großen Staukasten. Wir haben bei dem jetzt hier sogar einen Fahrradträger vorne mit drauf. Kann man mal gleich schauen. Was schön ist bei diesem Fahrzeug generell zu allen anderen Mitbewerbern aus diesem Bereich ist, die Achse sitzt relativ mittig. Das heißt, der hat eine sehr geringe Stützlast. Also insbesondere, wenn hier hinten sitzt der Wassertank, sind 80 Liter. Wenn der voll ist, dann ist der schon fast in Waage. Also ich kann ihn wirklich mit kleineren Fahrzeugen ziehen. Der wiegt ja nur maximal 1500 Kilo. Weil die meisten größeren Fahrzeuge dieser Bauart, die haben 100, 150, 180 Kilo Stützlast, was A gar nicht zulässig ist und B gibt es kaum Fahrzeuge dafür. So, das heißt, du kannst sogar noch nivellieren mit dem Tank, kannst vorne die Fahrräder bequem drauf machen. Was ist hier drin in dem Fach? Da sitzt jetzt der Wassertank hinter. Also da ist quasi nichts zu sehen. Ich meine, das ist sogar auf. Ja, ne, da ist Serviceklappe. Und was ist das hier oben drüber? Das sind so kleine Tischchen. Ein bisschen lauter. Da kannst du halt einfach was ablegen, wenn du was
Die haben hier zur Sicherheit eine Schraube durchgejagt. Geil. Ja. Ich liebe es. Ja, sehr pragmatisch. Ne? Pragmatisch. Ja, aber hält. Der hält. Ja. Die wird auch von selbst da nicht hochgehen. Nein. Cool. So, dann hast du eine Bereifung, Offroad-Bereifung, All-Terrain vom BF Goodrich. Der Ersatzreifen macht schon Sinn. Das heißt also, so ein BF Goodrich kriegst du ja nicht an jeder Ecke. Ja, also ich sag mal so, die Halterung da oben, die muss in der Tat noch modifiziert werden. Die gefällt uns noch nicht. Das ist so das Einzige, was im Moment noch offen ist. Aber ansonsten, wie gesagt, die allermeisten haben sowieso kein Ersatzrad. Man verliert natürlich auch oben dann die Möglichkeit, noch Hand aufs Herz, man braucht nicht zwingend ein Ersatzrad für einen Anhänger. Wenn das keine Antriebsachse ist, dann... Genau. Ja. Deswegen, also das ist mehr im Moment Optik. So, ist ja gelungen. Ja. So, Solar hat er am Dach? Ja, 400 Watt, also echt viel. Wir haben 2x100 Ampere Batterien drin, wir haben einen Inverter drin. Und eine Sackmarkise. Ja, 270 Grad. Kennt man ja aus dem Amarok-Bereich. Ja, gibt es ja von Dutzenden Herstellern. Offroader haben das oft bei ihren Treffen mit dabei, 270 Grad, einmal um die Ecke. Ja. Und das ist super praktisch. So, das ist der Fahrradträger? Genau. Ja, da passen jetzt 2x20 Kilo maximal Fahrräder rauf. Also E-Bike nur eins oder leichte und ohne Akkus. Nachteil ist bei der Konstruktion, wie man ja unschwer sieht, man muss einmal, ja, A ist es hoch und B, man muss die Fahrräder runternehmen und den Bügel abbauen, um an die Gasflasche zu kommen. Aber gut, im Sommer hält die ewig, also da brauchst du nicht ran. Jetzt Frage, was ist denn das für ein schwarzes Teil da drüber? Ja. Ist das Design? Oder? Ja, es ist tatsächlich Design. Also wir haben ja die Möglichkeit, hier in diesem Bereich, also da, wo noch nicht die Toilette beginnt, hier auch nochmal ein Fenster einzusetzen, dann fällt das weg. Das ist ein reines Designelement. Ich kann es hier öffnen und runterklappen. Den Sinn dahinter habe ich bis heute, um ehrlich zu sein, nicht. So, was ist der Effekt, wenn du mit so einem Haufen parkst? Du hast es ja schon probiert. Du fährst damit auf den Campingplatz. Ich bin mal, du kennst ja meinen Pickup, der gerade zum Verkauf steht. Hinten ist eine Kabine aus der Türkei drauf. Ja. Du stellst das Ding hin, drückst auf, der ganze Campingplatz ist da. Wirklich. Oder alle gucken zumindest. Ja, also ich meine, bei dem Auftritt hier, und das ist ja auch wirklich eine einmalige äußere Form hier. Also das habe ich vorher noch nie gesehen und klar, das zieht die Leute an. Ne? Einzelabnahme? Nein, Wolf hat ein COC. Wolf hat ein COC. Ja. Guck mal hier, der hat sogar Wolf in der Fahrgestellnummer. Ja, das kann man auch sehr leicht entziffern. Ja. So, darf ich mal reingucken in das Fach vorne oder ist das so? Ja, wir müssten sonst hier tatsächlich alles abbauen. Muss mal gucken. Können wir versuchen. Anheben. Ja, ich muss einmal den Bügel ein bisschen nach vorne drehen. Ja, und dann geht's. So, also dann kann man anheben. So, und das ist das Gasfach. Ja. Genau. Großes Fach, da geht sogar noch ein bisschen mehr rein. Da kannst du noch Keile und so. Ja, klar. Also 2x11 Kilo kann man vorne reinstellen. Und wie gesagt, mit der Stützlast gibt es überhaupt kein Problem. Selbst wenn die Fahrräder vorne draufstehen. Also man kommt zumindest nicht an das Kupplungslimit hier. So, hier, was kommt hier ran? Das ist auch Design. Da kann man alles Mögliche reinstellen, im Seesack oder so ein bisschen festbinden. Sehr schön. Also. Hier ist Reservekanister, der tatsächlich auch die Funktion hat, die Dieselheizung hier zu betreiben. Auf der anderen Seite haben wir auch noch einen. Das ist ein reiner Ersatzkanister, kann man Wasser oder Diesel reinpacken. Wie wird der betankt? Wo ist die Öffnung? Ich nehme den raus dann? Genau, löst die hier und hier hinten das ganz normale Füllstutzen. Okay. Kippst du so leicht raus. Das heißt, du hast hier, das sind 20, oder? Genau, das sind 20 Liter hält. Das hält ewig, ja. Also ich habe bei mir 0,4 Liter in der Nacht gehabt im Winter. Ja. Also 400 Milliliter ungefähr, das 1 Euro. Kannst du 7 bis 10 Tage quasi durchhalten. Oder fast 1 Euro. War früher immer billiger. So, jetzt gehen wir rein. Face to face, also der Innenraum, setz dich ruhig mal rein, Patrick. Ja. Du bist ein großer Mann. Ich stehe gerade. Ich bin ja 1,83 Meter, volle Stehhöhe hier. Könntest also sehen, wenn das Dach geöffnet ist. Also ein ganz tolles Sommerfahrzeug. Wo liegen wir preislich beim Wolf?
Also realistisch Anfang bis Mitte 40. Das ist Anfang bis Mitte 40. Nee, Preis, nicht das Alter. Ab wann ich kaufen darf. Nee. Ja, bei uns kaufen wir meistens so ab 50. Aber nein, also du landest irgendwo je nach Option, wobei die meisten mehr oder weniger volle Hütte nehmen, landest du bei Mitte 40. Also da ist da noch alles drin, ne? Überführungskosten, die teuer sind aus der Türkei, das ist alles schon mit eingerechnet. Also ist Mehrwertsteuer mit drin, Überführungskosten mit drin. Meine Empfehlung ist bei diesen Polstern, die kenne ich aus der Türkei, kauft euch definitiv einen Topper. Ja. Denn das geht mal für eine Nacht, kann man das machen, aber mit Topper ein Traum. Ohne Topper ein Albtraum, so kann ich sagen. Gute Sitzqualität. Ich finde die gut. Findest du gut? Ja, ich finde die gut. Du bist ein harter Typ. Ja, ich bin ja eher so ein Weichei. Aber Schlafen ist so eine individuelle Geschichte. Also die einen finden hart Schlafen gut, die anderen nicht. Das muss jeder für sich selber einfach ausprobieren. Ja. Also ich hatte den ja in dem anderen drin, der hatte auch diese... Kommen die auch mit so Klarsichtfolie komplett? Ja. Genau, ummantelt. Ja. Die sind, also dieses Zeug hier wirklich, das kriegst du nicht kaputt. Die sind gebaut für die nächsten 100 Jahre. Also das ist richtig, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, dann werdet ihr in den Netflix-Serien einen Wolf sehen, der kommt. Du hast irre viel Platz. Ich drücke mich mal gerade hier in die Ecke. Ja, der ist echt geräumig und man sitzt auch bequem. Also was man ja glauben würde, dass durch diese geknickte Außenwand, das funktioniert nicht. Du bist ein Riese. Du bist fast 2 Meter und du kannst da sitzen. Ja. Nee, was bist du? 1,95? 1,90. Ja, ist ja fast 2 Meter. Ja, wenn man so will. Du bist näher an den 2 Meter als an den 1,50 Meter. So. Dann hier oben hast du ein Lattenrost. Das ist der zusätzliche Stauraum. Da kannst du ein Kind verstauen zum Beispiel. Genau, ein Kind kann man da verstauen. Ja, also wenn du den so nutzt wie jetzt hier, dann schiebst du einfach das Lattenrost zur Seite oder nach vorne. Packst die Matratze gefaltet oben rein und dann hast du überall hier hinten, wo du es auch brauchst, die Stehhöhe. Und wenn du oben das als Bett nutzen willst, dann ziehst du einfach das nach vorne bis an die Dusche ran, klappst das Polster aus und dann hast du eine Liegefläche so von 1,20 Meter mal 1,70. Also es ist wirklich ein Kinderbett oder für sehr kleine. 1,20 mal 1,70. Das Coole dabei ist natürlich im Sommer, wenn du damit nach Südfrankreich fährst, kommst du hoch in diese Hanglagen oft, die du hast in Südfrankreich am Meer. Du kannst also mit einem richtigen Zugfahrzeug auch egal wohin fahren. Machst den in den Schlafmodus, verbringst dein ganzes Leben draußen und dafür ist er gebaut. Hast aber hier, das finde ich ziemlich geil, noch ein Notbett und das sieht man also hier, das könnte man aber auch prima als Ablage verwenden, oder? Ja, klar. Also wenn du hier, da könnte jetzt ein Baby noch drauf. Ja, dafür ist ja auch der Tisch gedacht. Ne? Den stellst du jetzt quasi rechts von dir, fährst ihn hoch auf die gleiche Höhe wie die Matratze, dann ist unten drunter noch eine zweite kleine Matratze und dann hast du eine große Babyablage. So, hast du eine große Babyablage. Was ist das Weiße? Das ist die Standheizung. Standheizung. So, jetzt hast du hier Diesel und wir haben bei dem Fahrzeug, haben wir glaube ich beides auf Diesel. Sowohl das ist ein Ebersbecher. Ach, das ist der Boiler hier rechts oben. Genau. So, das ist der Warmwasserboiler, Ebersbecher und eine Ebersbecher Diesel Lufthansa Standheizung. Kommen die Menüs auf Türkisch noch? Nein, die sind tatsächlich auf Deutsch. Ja, ich habe mal eins umgestellt, da gibt es einen Trick, wie man, du musst erstmal den Punkt finden, wenn du kein Türkisch sprichst, wo es geht. Aber da haben die Deutschen wirklich in die Standheizung natürlich ein türkisches Menü drin, aber die kommen, glaube ich, auf Englisch oder Deutsch. Was hast du? Ich weiß, muss ich lügen. Entweder Englisch oder Deutsch, eins von beiden. Also auf jeden Fall nicht Türkisch. So, und das sind die Fenster, Behimi, schwarze Innen, also das ist wirklich super schick. Also wenn du guckst, die weißen Polster, oben drüber hast du dann noch Stauraum, da kann auch nichts rausfallen. Dann auch hier das Aufstelldach hat eine eigene Güte, das ist nicht SCA oder so, sondern das ist genauso wie aus einem Guss, oder? Ja, also man muss auch ein bisschen Kraft aufwenden, um das Ding aufzustellen. Also es ist nicht so einfach, wie man das vielleicht aus Campingbussen kennt. So, aber wenn es mal steht, dann kann es stürmen, oder? Ja, es ist halt echt hoch, also auch höher als typisch. Kannst gut entlüften, das ist sehr wichtig im Sommer, dass die warme Luft nach oben wegkommt. Und du kannst sie eben auch komplett dunkel machen. Da gibt es dann grau und in schwarz, kann man sich aussuchen.
Du hast viele Wölfe schon verkauft. Wie ist das Feedback? Leute sind begeistert, glaube ich, was Individuelles zu haben, was nicht an jeder Ecke steht, oder? Ja, das ist natürlich so der Hauptgrund. Also gar nicht mal, dass ich damit jetzt wirklich, weil klar, die Sprüche kommen natürlich immer, es ist ja was für die Wüste. Nein, es ist natürlich für den ganz normalen Gebrauch genauso geeignet. Es sieht nur cooler aus. Ja, ist viel cooler. Also wenn du jetzt ein cooles Fahrzeug hast, zum Beispiel ein VW-Bus, der ein bisschen Offroad gemacht ist, hängst das Ding hier hinten dran, dann hast du viel mehr Spaß als mit einem, ich meine, ich arbeite ja auch für Tabat, also das kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Ne? Deswegen haben wir auch keinen Tabat hier stehen. Also ich liebe ja, ich habe ja auch Werksführung gemacht, aber andere Zielgruppe, andere Wünsche kann man nicht vergleichen. Das hier ist, glaube ich, also vom Innenraum her natürlich total unvernünftig, weil du hast in einem kleinen Tabat mehr Stehhöhe, mehr Raum, aber es ist halt hier viel geiler. Also es ist von der Optik her, du hängst das Ding dran, du hast kaum ausgepackt, da kommen schon die ersten Leute und sagen, wie geil ist das denn? Und es macht auch Spaß. Jetzt kommt das Klo, das ist eine Besonderheit, geh mal rein, dann werden wir sehen, denn der Patrick ist ja groß, 1,90. Guck, ich habe schon nicht mehr 2 Meter gesagt. Ja. Und wenn das Dach nämlich geöffnet ist, dann kann man dem Patrick beim Pinkeln zugucken. Man kann zumindest seinen Gesichtsausdruck noch sehen. Wenn man darauf steht, dann kann man das. So, denn wenn du reingehst, guckt der Patrick raus. Genau. Hallo. So. Das Schöne ist, wir haben hier oben Klettanschlüsse und es gibt natürlich eine Verlängerung der Duschkabine nach oben, sodass ich hier tatsächlich komplett geschützt duschen kann. Ja. Die machst du einmal rein, wenn du stehst. Du bist zum Beispiel 2 Wochen. Da drin ist das Stahl da, diese Spiegel, oder ist das ein Spiegelspiegel? Ne, das ist so ein Spiegelfolie, glaube ich. Spiegelfolie. Ja. Aber einen Spiegel habe ich. Dann hast du einen Rost mit drin. Das Wasservolumen, wie viel haben wir nochmal? 80 Liter. 80 Liter. Ja. Schon einiges. Hier ausziehbar, das ist dann die Dusche. Und das Wasser läuft einfach nach unten raus. Und die Trenntoilette käme dahin. Genau, die kannst du hier hinten reinstellen. Du brauchst eigentlich diesen Platz hier hinten zum Duschen nicht. Also du kannst die Toilette eigentlich stehen lassen und kannst hier trotzdem vernünftig duschen. Wir werden die Trobolo zeigen. Hätten wir eigentlich gefilmt gestern in Hamburg. Ja. Ein neues Produkt. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ja, die haben wir. Die hast du? Ja. Du hast eine Trobolo hier? Ja. Die wollten wir nämlich auch filmen, die werden wir filmen in 2 Wochen. Ja. Die kommen nämlich zu uns nach Saarbrücken. Sehr preiswert, muss man sagen. Also extrem preiswert. Ja, und das Geile ist, also wir haben ja immer für unseren Kipp, wo ja die Porta Potty 335 reinpasst, die kleinste, immer was gesucht, was da reinpasst. Und haben bei dem Hersteller jetzt eine gefunden. Und der Clou ist ja, dass du die ausziehen kannst und du hast eine doppelt so große Sitzhöhe wie auf dem Porta Potty. Ja. Weil du kommst ja ab einem gewissen Alter aus der Höhe nicht mehr ohne fremde Hilfe nach oben. Ja, das ist gerade beim das ist super, das Ding. Beim Klogang besonders unangenehm. Ja, wenn du sagst, hier Marlene, heb mich mal vom Klo, heb mich mal hoch. Komm, ich komme mal zu dir. Stehhöhe kann man jetzt sehen. Das ist übrigens das Klo mit Lüfter. Also das ist ein wirklich tolles Fahrzeug. Hat ja auch diese Spezialbeschichtung auf Wunsch. Kann man die ordern? Nein. Kennst du die? Die Line X? Ja. Ja, nee, das gibt bei dem Hersteller nicht. So, aber der hat ja eine Isolierung oben, sehe ich gerade. Ja, der hat ein Isolationspaket. Das heißt, du merkst es vielleicht auch, wenn du hier gehst. Das ist ein ganz weicher Boden. Das ist komplett... Also der ist auch nicht kalt hier unten am Boden? Nein. Der gibt nämlich so ein kleines bisschen nach. Jetzt hast du hier noch ein grauer Teppich drüber. Ist der dabei, der grau? Ja, das ist so, wie es standardmäßig kommt. So, und der Boden ist weich, Isolationspaket. Genau, also alles das, was jetzt hier so stoffbespannt wirkt, dahinter ist dann 3 cm Amaflex. Das ist ja geil. Ja. Ist teuer? Komplett gedämmt. Ich habe es nicht genau im Kopf, ich meine so um die 700 €, also ich finde es sehr angemessen. Also kauft das, weil das viel Aufwand und teuer, Amaflex. Wir bestellen nicht ohne, das macht keinen Sinn. Also alles nochmal gedämmt. Ja. Mich hast du überzeugt, jetzt darfst du mal, ich gehe mal nach hinten, du weißt, was jetzt kommt, darfst das Bett mal bauen. Ja. Denn das möchte ich dir doch nicht vorenthalten, dass man mal zeigt, jetzt ist Nacht, man geht in seinen Wolf und holt sich keinen beim Wandern. Sagt man das Wolf bei euch? Ich habe mit dem Wolf gelaufen. Ja. So, was ich noch mal kurz zeigen wollte, wo wir beim Thema Bett sind. Guck mal da. Das ist die Höhe. Auseinander.
Ich komme mal zu dir. Das wäre jetzt die Erweiterung. Ja, das wäre jetzt die Kinderbetterweiterung. Das heißt, du drückst die hoch auf die Höhe? Genau. So. Dann kannst du wieder diese Matratze rüberziehen. Also Ja. das Kind kann eigentlich auch, wenn es fallen sollte, würde es hier reinfallen ins Kinderbett, ins Elternbett. Und dann gibt es hier hinten noch eine zweite Matratze, die jetzt hier unten drunter liegt. Und dann hast du ein schönes großes Babybett. So, Babybett ist auch da. Die Eltern können ja als Fluchtweg entweder drunter krabbeln oder nach hinten raus. So. Und jetzt mal zum Mitschreiben. Was machst du? Ja, einmal natürlich Kissen weg. So, dann haben wir hier unter der Küche nochmal ein Staufach. Da liegt ein aufgerolltes Lattenrost. Kann man auch selber nachkaufen. Ikea? Von so einem kleinen schwedischen Hersteller. So. Und das lege ich einfach jetzt hier hoch. Da vorne ist auch die Technik. Ja, hier kann man gut reingucken. Batterie, Wassertank. So, das legst du jetzt auf. Das ist jetzt gemein, weißt du, wenn ich sowas immer filme, Ja, das kenne ich ja schon. kennst du ja schon. So, das heißt, die 30 Sekunden Zeit muss man sich dann schon nehmen. Ja, dafür kann man das eben auch wirklich klein zusammenlegen. Nimmt kaum Platz weg. Ja, wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann geht das auch schnell. So, dann wird das hier ein So, bisschen auf Spannung gebracht. auf Spannung, jetzt ist das Ding drin. Verrutscht. Weißt du, spätestens jetzt habe ich schon wieder die Kommentare. Was? 40.000 Euro und ich muss einen Ikea-Lattenrost. Aber ich hab übrigens selber, ich bin ein bekennender Ikea-Bettbenutzer. Ich habe dieses tiefe Bett, das breite 1,60 x 2 Meter. Kennst du das? Das weiß irgendwie 400 Euro gekostet. Begleitet mich seit 30 Jahren, glaube ich. Funktioniert. Mal mit einer neuen Matratze. Ja, natürlich, ja klar. Alle 12 Jahre gibt es auch mal eine neue Matratze. So, und da hast du echt ein riesiges Bett. Also ich muss gestehen, du kannst dich ja auch selber mal rauflegen. Ich finde es. Warte, ich komme mal zu dir. Wir können mal ein bisschen kuscheln. Warte mal, damit du besser rein und rauskommst. So, machst du mal den Tisch mal weg. So, jetzt stell dir vor, Patrick, wir hätten jetzt den Tausendstel Wolf verkauft. Du würdest sagen, ey Sven, du hast das Marketing so toll für uns gemacht. Ich lade dich ein, wir fahren an die Algarve. Ja. Und also mir wäre es zu hart. Echt? Ja, aber ich bin auch ein Weichei. Ich habe es ja eben schon gesagt. Also ich würde mir jetzt einen Topper drauflegen. Was interessant ist übrigens, immer wenn ich einen Topper habe, kommen auch alle Familienangehörigen von mir und legen sich auf meinen Topper. Es ist so, und vorher haben sie keinen gebraucht. Aber das spielt ja keine Rolle, den kann man sich ja einfach mit dazu ordern. Eben. Platz habe ich gesehen, drunter hätte man sogar noch für den Topper. Also den kannst du noch verstauen. Ja, den kannst du hier verstauen, den kannst du hier vorne verstauen. Also die Möglichkeiten hast du immer. Ja, also das würde ich nehmen. Also für eine Nacht Europapark würde ich es auch so machen. Das Coole ist natürlich, dass du an den Kühlschrank rankommst. Ja, du kommst an alles ran. Kommst an alles ran. Ja, das ist der Vorteil. So, warte, ich komme mal gerade hoch. Dann sieht man nochmal die Liegefläche. Die ist, so gefühlt, du kannst fast quer liegen, oder? Ja, also sind 1,95 mal 1,80 oder sogar 1,85. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es ist echt groß. Also kannst du auch zur Not zu dritt drin schlafen, wenn Eltern noch ein kleineres Kind haben, jetzt vielleicht nicht oben extra aufbauen wollen. So, oben ist die Matratze. Oben nochmal das Maß? Ja, sind so 1,20 mal 1,70. 21 mal 1,70. Also zur Not ging auch oben. Müssen die Füße halt rausgucken. Wobei 1,70 angewinkelt würde für mich auch gehen. Ja, also für mich nicht. Ja, du bist zu groß, 10 cm. Du weißt, warum Frauen nicht einparken können? Nee, du wirst es mir sagen, warum. Weil sie im Prinzip das ganze Leben lang von den Männern erklärt bekommen haben, was 20 cm sind. Ein Scherz.
Dass ich wieder ankomme. Nein, hat eine Frau erzählt, muss ich sagen. Ja, hat eine Frau erzählt, warum. Habe ich gehört in der U-Bahn. War neben mir, warum die nicht einparken können, weil sie ihr ganzes Leben lang erzählt bekommen, was 20 Zentimeter sind. Ja, so. Da ist er, Wolf. Und vielen Dank fürs Einschalten. Habt ihr Frauen, die es kaufen? Oder ist das hier ein typisches Männerding? Also bei dem hatten wir tatsächlich, glaube ich, noch keine Frau. Nee. Weil das ist jetzt, also ich glaube, du liebst ihn oder hasst ihn. Es gibt nichts dazwischen. Ja, also klar, du kommst hier nur her, wenn dich das Design und die Funktion einfach anspricht. Also das ist jetzt nichts, wo du, glaube ich, drüber stolperst und sagst, ja, ach, nehmen wir doch lieber den als irgendeine andere weiße Ware. Ich habe den ja auch von anderen Türken gesehen, da war aber die Funktion nicht so. Da war das mit der Duschen nicht so, da war das mit den, die waren größer, unhandlicher, der ist ja extrem handlich. Ja. Die Länge, also Aufbaulänge schätze ich mal so 4,50 Meter, oder? Was hat er? Ja, der hat insgesamt 5,10 Meter. Ja, es kommt hin. Plus Deichsel? Nee, inklusive Deichsel. 15 inklusive Deichsel? 5,10 Meter, ja. Also 1,20 Meter abziehen, ja, kommt schon hin. Ja, also mit Rampenwinkeln und so. Also, wenn ihr das mal haben möchtet, viele sind schon begeistert, das weiß ich. Und vielleicht sind Sie ja der Erste. Ich weiß noch genau, da warst du auf der Messe in Friedrichshafen, glaube ich. Richtig. Da hast du ihn vorgestellt. Genau. Da haben wir das erste Mal gefilmt. Ja. Da bist du wieder Adventure Southside? Steht noch nicht ganz fest. Müssen wir sehen, weiß ich noch nicht. Sehen. Auf welchen bist du jetzt fix? Abenteuer Allrad? Ja, Abenteuer Allrad stehen wir mit CMT. Campers. CMT ist auch noch nicht klar und Düsseldorf auch nicht. Wissen wir nicht, ob wir den Platz wieder kriegen. Das müssen wir mal angehen. Aber warst du nicht lieb genug? Nee, ich habe gedacht, ehrlicherweise habe ich gedacht, das passiert irgendwie automatisch, wenn man den Platz hatte, dass man ihn dann auch wieder kriegt. Aber irgendwie, ja, wir werden sehen. Patrick Nüske, Wheelhouse. Ja, vielleicht brauchst du die Messe gar nicht. Gucken ein paar Leute Videos. Ja, also um ehrlich zu sein, so wahnsinnig viel machen wir über die Messen nicht. Das ist, da sind Leute, die sich da lange mit beschäftigen, übers Netz, über deine Filme. Da hast du noch mehr Leute, die das filmen. Also die kommen ja gut an, die Fahrzeuge. Du hast viel gute Presse aus der Fachpresse, die das testen. Das stimmt, ja. Gerade hier in Hamburg hast du ja Spiegel, ich glaube, die testen auch schon mal gern. Die haben auch schon einiges gemacht, ja. Und das werden wir zeigen, das ist was ganz Besonderes. Denn du bist jetzt unter die Fahrzeughersteller gegangen. Fast. Das ist so. Das ist ein Sonder-Kfz-Wohnmobil, was wir haben, fest verbaute Anlage auf Basis Volkswagen in einer Qualität made in Germany. Also wo du sagst, da kannst du dich hier in Hamburg nicht blamieren. Denn die Hamburger stehen ja schon, ich habe gesehen, viele Easy-Bikes, die hier rumfahren, die stehen schon, darf auch ein bisschen was mehr kosten, wenn es die Qualität stimmt, oder? Ja, das ist es ja immer. Also ich will mich ja nicht ärgern. Also ich auch als Händler möchte mich einfach nicht ärgern, dass man was verkauft, wo man ständig irgendwelche Probleme mit hat. Also das Originaldach sehe ich gerade, VW. Ja, bei dem ist es noch das Original, ja, genau. Ich finde das ja cool. Also ich bin ein großer Fan. Die einen so, die anderen so. Ja, es ist schwerer. Ja, die einen wollen nun unbedingt auch den großen Ausblick oben. Das ist Geschmackssache. Also schön ist hier, man hat natürlich die Garantie über VW, man kann überall auf den Service zurückgreifen. Das macht die Sache auch nicht nur für uns, sondern vor allem auch für den Kunden attraktiv. Ne? Ja, beides. Ihr habt, ja, beides. SCA, was habt ihr? Ja, SCA und Raimo. So, und all das, ein eigenes Video zu drehen. Wie viele Fahrzeuge hast du im Moment da von denen? Hier stehen jetzt 3, weitere 3 sind in Bau bzw. kommen in Kürze. Ich muss sagen, VW T6.1 nicht mehr bestellbar, Bestellstopp. Ja, also selbst die georderten 4Motion kommen höchstwahrscheinlich gar nicht mehr, werden gewandelt, wenn man akzeptiert, dann auf ganz normal Frontantrieb. So, da vorne steht aber einer. Ja. Einer der letzten. Einer wirklich der letzten, das stimmt. Und ja, der wird dann nach den Messeauftritten dann auch zum Verkauf sein, das ist klar. Aber da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ja, 3,90 Meter Länge nur. Also siehst du hier durch die Kamera? Ja, das nee, er wirkt kleiner. Das wäre schön, ja. So, wir sind bei Wheelhouse. Das Ganze gibt es 3-mal. Einmal in Dasing, das liegt zwischen Augsburg und München. Wir sind jetzt hier in Hamburg-Lockstedt auf der Rückseite der BMW-Niederlassung. Und das Ganze in Kürze wann? In Mülheim-Kerlich? Ab 1.7., wenn alles klar ist. 1.7. Ja. So, ein Traum geht in Erfüllung. Endlich ein
Mühlheim-Kerlich. Genau, einfach was schön in Rheinland-Pfalz. Ja, da hast du nämlich überlegt, wenn ich schon von Hamburg nach Dasing fahre, liegt genau... Kerlich fahren, ja. Ja, liegt aber genau in der Mitte, oder? Ja, es ist tatsächlich so. Also die Überlegung ist, dass wir viel Anfragen aus dem Ruhrpott und aus dem Rhein-Main-Gebiet haben und die Fahrten zu uns dann doch mit 400 Kilometer ein bisschen zu lang sind. Und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir da in der Mitte quasi was auf. Wie würdest du dich in 2 Sätzen einnorden? Was macht dich anders als andere Campinghändler? Da brauchst du dich nur umgucken. Also Fahrzeuge, schöne. Die Fahrzeugauswahl, die Präsentation, also wir haben keine Außenflächen, es findet alles drin statt, egal wann jemand kommt. Es ist immer die Präsentation innen. Ist natürlich auch kostspieliger, ist ganz klar. Wir sind mitten in der Stadt, gut zu erreichen, kostet alles. Und Kleine Fahrzeuge auch. Also Barefoot haben wir eben gefilmt, auch ein neues Projekt. Nur klein, handlich, von den Anhängern her e-mobil-tauglich, mit ein paar Ausnahmen, wie eben der Wolf zum Beispiel, das ist klar. Aber was in Zukunft kommt, wissen wir ja nicht. Ja, mal sehen. Ja. Tschüss. Tschüss. 15. Mai 2023, Hamburg-Lockstedt. Tschüss.